Dieses Video zeigt die Benutzung des Kataloges der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Um auf die Webseite der Staats- und Universitätsbibliothek zu kommen, gebt in einem Browser eurer Wahl in die Suchzeile sub.uni-bremen.de ein. Damit gelangt man direkt auf die Startseite der Bibliothek. Auf der Startseite der Bibliothek findet ihr alle aktuellen Informationen rund um den Notbetrieb der Bibliothek und die aktuellen Öffnungszeiten. Informiert euch unbedingt vor einem Besuch über die aktuellen Veränderungen. Oben rechts auf der Webseite findet ihr den Punkt Mein Konto-Login. Dort könnt ihr zum Beispiel Medien verlängern, wenn ihr schon einen Bibliotheksausweis habt. Dafür gibt man hier oben einfach die Ausweisnummer und das Passwort, das Geburtsdatum in 6-stelliger Form ein. Wenn ihr noch keinen Bibliotheksausweis habt, könnt ihr euch hier auf der Seite registrieren. Nun schauen wir uns einmal die Suche im Bibliothekskatalog an. Oben in der Suchzeile, die auf jeder Seite der Webseite zu finden ist, könnt ihr Titel, Thema, Person, Schlagwörter oder was auch immer ihr für eure Suche nutzen wollt, eingeben. Auf der linken Seite findet ihr ein Dropdown-Menü, in dem ihr schon vorher den Medientyp einstellen könnt. Man kann aber auch erstmal mit der Suche beginnen. Ich gebe als Suchbegriff einmal Harry Potter ein. Wenn ich dann auf Suchen klicke, bekomme ich eine Ergebnisliste im Katalog. Man sieht in der Ergebnisliste, dass 1420 Ergebnisse vorliegen und man sieht hier verschiedene Farben vor den Titeln. Diese Farben in den Buttons bedeuten verschiedene Dinge. Ein grüner Button vor einem Buch heißt, es ist sofort verfügbar, also ausleihbar. Ein orangener Punkt bedeutet, das Buch ist ausgeliehen, man kann es aber vormerken. Bücher mit Online-Fähnchen und orangenem Punkt können nur im Bibliotheksnetz vor Ort genutzt werden. Wenn man mit der Maus über die einzelnen Symbole fährt, kann man sich deren Bedeutung anzeigen lassen. Auf der rechten Seite im Katalog kann man das Ergebnis eingrenzen. Man könnte sich im ersten Schritt das Format aussuchen, zum Beispiel nur Online-Medien einzeigen lassen oder Printtitel. Man kann sich aber auch feingliedriger die einzelnen Medientypen auswählen. Wenn man weiß, man möchte nur mit gedruckten Büchern arbeiten, kann man das hier einschränken. Man kann aber auch Open Access Volltexte auswählen, um sie von zu Hause lesen zu können. Weiter unten auf der Seite kann man die Sprache einstellen. Man könnte sich also nur die englischen oder die deutschen Titel anzeigen lassen. Außerdem ist es möglich, den Standort der Titel einzuschränken. Die meisten Bücher sind in diesem Fall an der Universität Bremen vorhanden, in der Zentralbibliothek. Es gibt aber auch Bücher in Bremerhaven und der Teilbibliothek Technik und Sozialwesen in der Neustadt. Wenn ich mir nähere Informationen zu den einzelnen Titeln anschauen möchte, kann ich auf den Titel klicken und komme in die Vollanzeige. In der Vollanzeige sehe ich einmal oben den Titel des Buches und hier die bibliografischen Angaben. Also Angaben wie die Autoren, die ISBN, den Verlagsort, das Jahr. Alle Angaben, die man später auch im Literaturverzeichnis angeben muss. Wenn man das Buch ausleihen möchte, sind die Angaben zu den Exemplaren und der Verfügbarkeit wichtig. Die findet man hier unten in der Vollanzeige. Man sieht hier unter dem Status, ob das Buch ausleihbar oder verliehen ist oder man es vielleicht nur im Haus benutzen darf. Hier sieht man einmal den Standort, also die Bibliothek, in der es sich befindet und das Stockwerk, in dem es sich befindet. Und hier hat man einmal die Signatur. Die Signatur ist der Standort des Buches im Bibliotheksregal. Um sich den Standort genauer anzeigen zu lassen, kann man hier den Ebenenplan aufrufen. Wenn man auf den Button klickt, kommt der Ebenenplan der Ebene 3 der Zentralbibliothek und man kann sich hier orientieren, in welchen Regalen sich das Buch befindet. Wenn man sich das Buch ausleihen möchte, ist es also ganz wichtig, sich die Signatur vorher aufzuschreiben, damit man das Buch schnell in der Bibliothek findet. Danach kann man in der Ergebnisliste weiterschauen, ob weitere Titel für einen sinnvoll sind.
Es gibt auch Bücher, die nicht auf den Ebenen der Bibliothek stehen, sondern im Keller. Der Keller ist nicht frei zugänglich. Diese Bücher erkennt man immer an den Signaturen. Sie beginnen anders als die Bücher, die auf den Ebenen stehen, nicht mit einem Fächerkürzel, sondern mit einer Buchstaben- oder Zahlenkombination. Wenn man den Titel auswählt, erkennt man in der Verfügbarkeitsanzeige gleich, dass man den Titel bestellen muss. Hinter der Signatur ist dieser Bestellbutton abgebildet. Wenn man dort draufklickt, kann man das Buch über ein Formular aus dem Magazin bestellen. Die Bestellungen liegen am nächsten Tag in den weißen Abholregalen hinter der Information der Bibliothek aus. Die meisten Bücher aus dem Magazin kann man normal ausleihen. Es gibt aber auch viele Bücher auf den Ebenen oder im Magazin, die man nur im Haus benutzen darf. Das erkennt man immer an diesem Status. Wenn der Status Benutzung nur im Haus ist, heißt das, man kann das Buch nicht ausleihen, aber man kann Kopien anfertigen von den Seiten, die man benötigt. Das kann man mit Kleingeld oder mit einer Gästekarte machen. Nun schauen wir uns einmal die anderen Medientypen an, die die Bibliothek bietet. Dafür gehe ich einmal zurück auf die Ergebnisliste und scrolle wieder ein wenig hoch, um mir die Medientypen anzeigen zu lassen. Die aktuellsten Informationen findet man immer in Zeitschriften, in Fachzeitschriften, die die Bibliothek gekauft hat oder lizenziert, wenn sie online verfügbar sind. Und es gibt auch einige Artikel, die nachgewiesen sind im Katalog. Wenn man mal einen Titel nicht findet, dann sollte man unbedingt nach dem Zeitschriftentitel suchen. Es kann nämlich sein, dass die einzelnen Artikel noch nicht nachgewiesen sind. Ich gehe jetzt einmal auf Zeitschriftenartikel in Print und bekomme dann alle 47 Ergebnisse angezeigt, die in Zeitschriften nachgewiesen sind. Wenn ich hier auf einen Titel klicke, dann sehe ich als erstes, in welcher Zeitschrift der Artikel erschienen ist und auch wieder die bibliografischen Angaben, die hinterher für das Literaturverzeichnis wichtig sind. Unten bei der Verfügbarkeit erkennt man, wo im Haus sich das bestimmte Heft des Artikels befindet. In diesem Fall ist das Heft von 2002 und befindet sich im Magazin, also im Keller der Bibliothek. Wie bei den Büchern müsste man diesen Zeitschriftenband jetzt wieder nach oben bestellen über den Bestellbutton. Bei den Zeitschriftenbänden ist es so, dass meistens die letzten 10 Jahre frei verfügbar auf den Ebenen, also in den Stockwerken der Bibliothek verfügbar sind, die aktuellsten Hefte im Zeitschriftenlesesaal und ältere Ausgaben sich im Magazin befinden. Daran kann man sich immer ganz gut orientieren, wenn man weiß, von wann der Artikel oder das Heft, was man benötigt, ist. Nun wollen wir uns nochmal die Open Access Titel angucken, die man auch von zu Hause aus nutzen könnte. Dafür nehme ich einmal hier die Einschränkung Artikel Print wieder heraus, indem ich auf das kleine X klicke und habe wieder die Ergebnisliste vom Anfang. Wenn ich jetzt nur Titel finden möchte, die ich von zu Hause auch als Schüler lesen kann, dann kann ich hier auf der Seite auf Open Access Volltexte einschränken. Wenn ihr zu Open Access Texten und der Recherche im Internet mehr erfahren wollt, könnt ihr auch gerne das Video Internetrecherche für die Facharbeit schauen. Man sieht, wenn ich auf Open Access Titel eingeschränkt habe, erscheinen jetzt alle Titel in der Ergebnisliste mit einem grünen Punkt und einem roten Online-Fähnchen. Das ist immer der Zeichen für die Open Access Titel. Ich kann jetzt diese Titel ganz normal mit einem Klick auf den Titel aufrufen und mir in der Vollanzeige anzeigen lassen. Dann habe ich hier wieder die bibliografischen Daten. Um den Volltext zu lesen, kann ich jetzt hier auf diesen Volltext-Button gehen. Sollte es mal Probleme mit einem Volltext geben, könnt ihr auf Probleme mit dem Link klicken. Es öffnet sich dann ein Formular, das ihr ausfüllen könnt und das an unsere Kollegen der Bibliothek geht, die euch dann beim Zugriff auf den Titel helfen können. Wenn man den Volltext von Open Access Titeln aufruft, dann kommt man in der Regel gleich zu einer Seite,
im Internet, auf der dieses Buch verfügbar ist. In diesem Fall kann man sich das PDF hier über diesen Button runterladen und dann zu Hause nutzen. Man sieht, es ist der ganze Volltext verfügbar. So nutzt man die Open Access Titel. Wenn ihr in einer Suche mal nicht genug Treffer findet, dann könnt ihr euch auch noch auf den Fachinformationsseiten über bestimmte Themen informieren. Fachinformationen findet ihr hier über diesen Button Fachinformationen und das Fach, in dem ihr eure Facharbeit oder vielleicht auch das P5 schreibt. Man kann hier die einzelnen Fächer auswählen. Ich mache das mal mit Pädagogik. Und dann sieht man hier die einzelnen spezifischen Angebote des Faches. Zum Beispiel könnt ihr hier auf elektronische Zeitschriften oder Fachdatenbanken zugreifen. Das geht aber in der Regel nur in der Bibliothek, wenn der Zugriffspunkt gelb ist. Es gibt aber auch einige Open Access Zeitschriften oder Fachdatenbanken. Das war ein ganz kurzer Crashkurs zu den wichtigsten Funktionen im Bibliothekskatalog. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne erreichen, und zwar entweder telefonisch zwischen 10 und 18 Uhr. Die Telefonnummer steht hier auf der Startseite. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben oder uns über die sozialen Netzwerke erreichen. Wir freuen uns auf eure Fragen.